Ihr denkt auch, dass Landwirtschaft ganz einfach ist, oder? Die Kühe sorgen für die Milch, die Schweine fürs Fleisch, Obst und Gemüse kommen frisch vom Baum oder Acker und werden dann verkauft. Leider nein. Denn das Geschäftsmodell von Landwirten ist heute viel komplizierter. Woher genau bekommen sie eigentlich ihr Geld? Verbraucher möchten für ihr Geld gern so viel wie möglich. Spitzenqualität, nachhaltige Produktion, am besten Bio. Aber teuer sollen die Produkte nicht sein. Die Auswirkungen spüren vor allem die Landwirte. Der Verdienstanteil der Landwirte am Gesamtpreis der Lebensmittel nimmt stetig ab. Beispiel Deutschland. Der landwirtschaftliche Verkaufserlös lag in den 70er Jahren durchschnittlich bei rund 48%. Heute erhalten Landwirte nur noch etwa 20%. Zum Beispiel: Für einen halben Liter Bier erhält der Landwirt umgerechnet ca. 2 Cent. Für 200 Gramm Kotelett etwa 21 Cent. Und für einen Viertelliter Milch ca. 9 Cent. Zwar sind auch die Erträge pro Hektar gestiegen, es wird heute also mehr geerntet als damals. Trotzdem setzt jeder dritte Betrieb in Deutschland auf zusätzliche Einnahmequellen, um das Einkommen aufzubessern und die schwankenden Marktpreise auszugleichen. Zum Beispiel im Bereich Energie. Gülle, Mist und Mais werden zu Biogas vergoren, Scheunen mit Solarzellen bestückt oder Windräder auf den Äckern gebaut. 2019 erzeugten die deutschen Landwirte dadurch insgesamt so viel Energie wie ein Atomkraftwerk. Kleine Betriebe, die oft im Nebenerwerb geführt werden, setzen vor allem auf Direktvermarktung und verkaufen ihre Produkte im Hofladen oder bieten Erlebnisurlaub auf dem Bauernhof an. Von rund 280.000 Betrieben in Deutschland bieten 10.000 Ferienwohnungen oder Gästezimmer an. Überlebenswichtig für alle Landwirte sind aber vor allem die Förderungen der EU. Denn landwirtschaftliche Betriebe in Europa müssen im Bereich Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz hohe Standards einhalten. Dies ist zwar gut für die Verbraucher, denn sie erhalten ein qualitativ hochwertiges Produkt, die Produktion wird dadurch allerdings deutlich teurer. Durch die EU-Förderungen soll dieser Wettbewerbsnachteil für die europäischen Lebensmittelproduzenten ausgeglichen werden. Insgesamt 60 Milliarden Euro werden jährlich europaweit an landwirtschaftliche Betriebe verteilt. Macht für jeden EU-Bürger umgerechnet rund 114 Euro Steuergelder im Jahr für die Landwirtschaft. Für Ökolandbau und nachhaltige Produktion gibt es zusätzlich Geld. Landwirte müssen heute oft mehr als eine Einnahmequelle haben. Wer breit aufgestellt ist, erhöht die Chance auf ein konstantes Einkommen, um so auch für weniger gute Jahre gerüstet zu sein.